Tja, und nach wie vor ein großes Problem ist die Abschiebung derer, die als ausreisepflichtig gelten in Deutschland. Allein in Niedersachsen sind das mehr als 20.000 Menschen. Doch es scheitert ja schon an den Kapazitäten für Abschiebehaft und Ausreisegewahrsam. Denn die sind deutlich geringer. Nur knapp 50 Abschiebehaftplätze gibt es in dem Bundesland. Wiederum sind davon aber nicht einmal die Hälfte belegt. Und das scheint nicht nur in Niedersachsen so zu sein. Es ist das einzige Abschiebegefängnis in ganz Niedersachsen, die Abteilung Langenhagen der Justizvollzugsanstalt Hannover. Doch von den ohnehin nicht vielen Abschiebehaftplätzen ist nicht einmal die Hälfte belegt. Das Landesjustizministerium zieht Bilanz. In der Abteilung Langenhagen der JVA Hannover, in der in Niedersachsen die Abschiebungshaft vollstreckt wird, halten wir 48 Plätze bereit. Von denen sind derzeit 18 belegt. Nur 18 Menschen in Abschiebehaft in Niedersachsen. Dabei gibt es dort mehr als 20.000 Ausreisepflichtige. Für die CDU völlig unverständlich. Wenn wir wirklich konsequent zurückführen wollen, dann wird es immer viele Menschen geben, die sich der Abschiebung entziehen möchten. Und genau für diese Fälle wurde ja sogar die Voraussetzung durch die jetzige Ampel erleichtert, Abschiebehaft auch anzuordnen. Aber es muss am Ende eine Behörde geben, die das tatsächlich tut. Und diese Landesaufnahmebehörde hat anscheinend den Willen dazu nicht. Für eine Abschiebehaft gibt es strenge Regeln. Viele ausreisepflichtige abgelehnte Asylbewerber werden zudem geduldet, weil etwa Abschiebungen in das Herkunftsland ausgesetzt sind. Dennoch, sagt die CDU in Niedersachsen, müsste die Zahl der Menschen in Haft größer sein. Doch es fehlt an den Strukturen, meint die Deutsche Polizeigewerkschaft deutschlandweit. Wir haben in Deutschland nicht einmal 500 Abschiebehaftplätze bei über 50.000 vollziehbar ausreisepflichtigen Personen. Daran sieht man schon, dass die Infrastruktur in den Ländern niemals geschaffen wurde, um einen solchen Massenansturm zu bewältigen. Die Infrastruktur ist eher für Einzelfälle gedacht. Im ersten Halbjahr wurden knapp 9.500 Menschen zurückgeführt, 20% mehr als im Vorjahreszeitraum. Doch Abschiebungen im großen Stil, so wie vom Kanzler im vergangenen Herbst angekündigt, sind das nicht.